Hui, ich bin der Stefan und das ist mein Bassblog. Und jetzt starten wir nach London, um auf die heilige Ausgabe vom Blueprint Live-Event von Scott Bass Lessons zu gehen. Ich bin jetzt gerade in Verona und in Kürze starten wir Richtung Gatwick. Cool, ich freue mich schon. Können wir schauen, wie es hier ist. Cool. Ich weiß nicht, wie es normal ist, aber ich freue mich auf jeden Fall, weil ich glaube, das ist das einzige Mal, dass ich zusammen hingehen kann. Ich freue mich drauf. Tag hängt nachher, Tag dir nachher. Ich muss mir erst gewöhnen, wie das sein wird. Gute Fahrt wünsche ich mir selber. Tschüss. Ja, hoi. Ja, das ist mal aufregend, mal ein anderer Anfang. Da bin ich gerade im Flugzeug beim Starten nach London. Jetzt gerade wieder, eben gesagt, frisch wieder zurück in Südtirol. Und ich habe mir gedacht, wie soll ich dir das alles erzählen, was da passiert ist in der Woche in London. Und da habe ich mir gedacht, Schritt für Schritt, vom Anfang bis Ende, vielleicht ganz kurze Videos, das mal nicht so 20 Minuten Videos, sondern eine kleine kurze Zusammenfassung, wie die Reise so gegangen ist. Und von der Nacht um 5 bis im Zug nach Verona mit dem wunderbaren Wetter war die Reise eigentlich ziemlich angenehm. In Verona angekommen, auf einem kleinen Flughafen, was ziemlich war, eigentlich voll gemütlich. Man hat sich schön können vorbereiten auf das, was alles ansteht. Das war mir wichtig, dass eben dass ich mich können einstellen und einstimmen auf das Abenteuer. Der Flughafen von Verona, wahrscheinlich ist ziemlich klein, deswegen auch ziemlich überschaubar, keine großen Schwierigkeiten zu finden, wo man hin muss. Und da war auch schon mein Flugzeug von British Airways und da sind wir zu Fuß hin, ohne Shuttlebus, wenn wir noch fliegen, viel nachher weiß ich, wie es geht, aber da ist es halt noch relativ gemütlich. Das Video habt ihr schon gesehen und ich war halt ziemlich aufgeregt. Once your handbag is safe and stowed, you make yourselves comfortable and keep the aisle clear for all remaining customer insurance on board. As a reminder, smoking and e-cigarettes, vaping, excess smoking. Ja, bin schon seit 10 Jahren immer geflogen. Das letzte Mal war ich auch in London und zusammen mit mir Lotto, sogar in Camden Town, und wir sind aufgeflogen, um ein Video aufzunehmen, ein Musikvideo aufzunehmen. Das verlinke ich unten in der Beschreibung, falls du es anschauen willst. Ja, da eben ist der Start. Ich habe versucht, alles ein bisschen aufzunehmen, vom Start bis zur Landung. Wir sind über der Lombardei geflogen. Da sieht man schon die Alpen im Hintergrund. Darunter ist der Fluss der Adda. Da sind die ganzen norditalienischen Seen, vom Lago di Seo bis zum Como, Lecco-See. Und da haben wir eine schöne Aussicht gehabt über die Berge von der Schweiz. Ja, war ziemlich kalt, hat da gerade vorher noch geschnieben gehabt, deswegen voll schöne Aussicht. Aber danach sind wir über die Wolken rauf. Und dann war die Ansicht so, strahlend blauer Himmel, drunter ein schöner Wolkenteppich und natürlich wie üblich viele andere Flugzeuge in alle möglichen Richtungen. Ja, kleines Einblick ins Innere vom Flugzeug. Danach sind wir auch schon über den Kanal geflogen und wo die großen Frachtschiffe drunter vorbeigehen. Ein kleiner Einblick über die genaue Position. Mittlerweile hat man im Flugzeug ja
GPS und Internet und ja, hat sich ziemlich was geändert seit dem letzten Mal, als ich geflogen bin. Und da waren wir auch schon bei der Küste von Südengland. Da ein kleiner Einblick auf England und auf der anderen Seite Nordfrankreich. Und da sind wir auch schon bei der Landung. In London war das Wetter nicht so cool. Mal schauen, ob die Landung ist ein ruckelig gewesen, aber alles im Anbetracht des Erträglichen. Wenn einer so wie ich nicht oft fliegt, dann ist das aufregend. Und ja, eben, wie schon gesagt, London, das Wetter war nicht so erbauend, da war ich schon gegangen. Und natürlich, wenn man mal ein bisschen Gräs am Flughafen sieht, also Leute von Catullo, von Verona, dann ist die Ansicht von der ganzen Fülle von Fliegern auch ganz spannend. Ja. Und da bin ich ja schon umgekommen, dann müsste ich schon einen Zug nehmen. Ich war früher gewähnt, halt nach Victoria Station mit dem Gatwick Express zu fahren, aber dann habe ich auf Google Maps geschaut. Mittlerweile geht es voll gut für die Öffis. Und habe einen anderen Zug genommen, der was mir näher nach Camden Town führt. Dann sind wir bei der City vorbei. Und schon umgekommen über die U-Bahn nach Camden Town. Und ich muss ehrlich sagen, Camden Town hat sich viel verändert, seitdem ich das letzte Mal zusammen gewesen bin. Es sind keine Straßenmusiker, zumindest in der Zeit unterwegs gewesen. Die Geschäfte sind natürlich halt noch die was halt die historischen sein, aber wie ich das letzte Mal in London war da voll viel los an Straßenmusiker. Mittlerweile ist es eine ziemliche touristische Zone geworden, zumindest noch touristischer, als wir gedacht haben. Alles like Geschäfteln und Piercing und Tattoos kann man sich praktisch an jeder Ecke machen lassen. Ja, die Geschäfte habe ich ja schon vor 10 Jahren gesehen, da ist da der Kanal. Und natürlich meine erste Mahlzeit hat nichts anderes sein können als Fish and Chips, zumindest einmal muss man sich geben. Und dann haben wir ein bisschen Camden Town im Market umgeschaut. Das ist nicht klarerweise. Die Hauptattraktion von Camden Town sind die Hippies und die Punks. Oder das Geschäft, der Cyberdog, wo man noch hingehen kann und wo es ziemlich disco-mäßig zugeht. Das war das nicht zu sagen. Da habe ich nachher eingecheckt, das war mein Platz, der Stay Club, also eine Art Studentenherberge und vielleicht ein bisschen billigeres Hotel, ein bisschen nördlich von Camden, gegenüber vom Camden Market praktisch, neben der Lux Tavern. Voll schöner Platz, schön gemütlich drin, wie du siehst, und mit Innenhof und ganz viele kleine Zimmerlein. Café habe ich gesucht, nichts Gescheites gefunden, aber das war das Beste, was ich machen können geben. Und Zimmer, voll nett, Küche, Bett, Bad, Dusche, Tisch, was willst du mehr? Und die Aussicht, London, cool. Kleines Rasterle und danach ist es gleich schon losgegangen mit dem Musa. Haben wir uns getroffen in der Base Gallery und voll cooler Typ. Danach drunter verlinke ich dir auch seinen Kanal, weil er so voll nett gewesen mit mir. Wir haben uns im Vorfeld kennengelernt über Instagram, über einen anderen Basskurs von Scott Bass Lessons in Full Stack Bassist Kurs, und danach sind wir ins Gespräch gekommen und ich habe seinen Kanal auf YouTube gefunden, und also das ist mein erstes Highlight des Tages, in Musa kennenlernen, weil wenn man sich kennenlernt online und
über die Social-Kanäle und einfach gleich chattet und einfach sich gleich schreibt, was man so trifft. Alle Überwartungen übertroffen. Der Musa war voll nett, hat mir seinen Bass glichen, einen von seinen Bässe, weil ich meinen nicht mitgenommen habe. Ich habe mich irgendwie nicht getraut, im Flug den mitzunehmen. Es war mir zu kompliziert. Ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht mit Musikinstrumenten in der Vergangenheit. Die Bass Gallery, verlinke ich auch unten, ist, glaube ich, das Shangri-La, der Himmel, das Eden, ja, ich weiß nicht, in welche Sprache ich es noch sagen soll. Der Himmel von alle Bassisten, da gibt es Bässe. Und jetzt haben wir auch noch einen anderen Kollegen gefunden, der was bei unserem Blueprint-Event dabei ist. Da sind wir logisch gleich ins Gespräch gekommen und danach sind wir noch in ein anderes Musik gegangen und auf Nacht noch in die Hell's Kitchen, in einen Pub, wo Live-Musik war, und wir haben eigentlich live geratscht und der Tag war voll und war aufregend. Also für den ersten Tag in London von 5:30 in der Früh bis 11 Uhr Nacht, 12 Uhr durch, einfach live einstellen, alles genießen, mir einstimmen auf die Sache, was ich am nächsten wieder sage, den ersten Tag vom Blueprint Live-Event von Scott's Bass Lessons im Camden Club. Das erzähle ich da im nächsten Video. Vierte und bis bald.